ich bin doch eigentlich schon auf dem B1-Niveau. Wieso verstehe ich noch so wenig? Du kennst es. Im Deutschunterricht lernst du Hochdeutsch. Du lernst Sätze und Ausdrücke, die für den Alltag wichtig sind. Trotzdem merkst du immer wieder, wenn du mit Muttersprachlern redest oder Gespräche auf der Straße hörst, dass du bestimmte Ausdrücke und Redensarten oder Begriffe gar nicht kennst und noch nie gehört hast. Oft bist du dann vermutlich etwas frustriert, weil du denkst, ich bin doch eigentlich schon auf dem B1-Niveau. Wieso verstehe ich noch so wenig? Mach dir keine Gedanken, das ist absolut normal. Wie gesagt, im Deutschunterricht lernst du Standardsätze. Auf der Straße hingegen hörst du Umgangssprache und dazu gehören eben viele Redewendungen, Sprichwörter und Ausdrücke. Und diese lernst du eben nicht immer im Unterricht. Damit du sie aber in Zukunft besser verstehst, habe ich hier 20 Alltagsausdrücke für dich, die du unbedingt kennen musst. Fangen wir mit der ersten Redewendung an. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Das bedeutet, dass du sehr erleichtert bist. Etwas hat dir Sorgen bereitet und jetzt ist alles gut. Es ist auch ein sehr bildliches Sprichwort, denn wenn du dir Sorgen um etwas machst, dann fühlt sich dein Herz schwer an. Also als ob ein Stein darauf liegen würde. Und wenn die Situation sich zum Besseren wendet oder das Problem gelöst ist, hast du plötzlich das Gefühl, dass dein Herz viel leichter geworden ist. Also eben, als ob ein Gewicht oder ein Stein davon heruntergefallen wäre. Ein Beispiel: Du wartest auf ein wichtiges Ergebnis, zum Beispiel das Ergebnis einer Prüfung, und du machst dir Sorgen darüber, ob du bestanden hast. Du bist also sehr angespannt und hast auch ein bisschen Angst. Dann bekommst du das Ergebnis, dass du die Prüfung bestanden hast. Selbstverständlich. Und du sagst, oh mein Gott, ich habe bestanden. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Kommen wir zum zweiten Ausdruck, den wir sehr häufig verwenden. Und zwar, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Es drückt aus, dass etwas inakzeptabel ist, dass etwas wirklich schlimm oder falsch ist. Ein Beispiel: Der Nachbar stellt immer seinen Biomüll in den Hausflur und lässt ihn mehrere Stunden stehen, bevor er ihn in die Tonne wirft. Dadurch stinkt natürlich der ganze Flur und Ungeziefer, also Insekten, werden angezogen. Du klopfst jetzt an die Tür von deinem Nachbarn und sagst: Entschuldigung, der Biomüll gehört nicht in den Hausflur, sondern in die Tonne. Das geht gar nicht. Wenn ich das noch einmal sehe, beschwere ich mich bei der Hausverwaltung. Also, das geht gar nicht. Das ist inakzeptabel. Weiter geht es mit dem nächsten saloppen Ausdruck. Ich blick's nicht. Ich blick's nicht. Anders gesagt, ich versteh's nicht oder ich kapier's nicht. Beispiel: Du sitzt im Unterricht und die Deutschlehrerin erklärt gerade den Konjunktiv 1. Du drehst dich zu deinem Sitznachbarn um und sagst: Ich blick's nicht. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Konjunktiv 1 und 2? Also, ich blick's nicht. Und die nächste Redensart. Jetzt ist der Drops gelutscht. Jetzt ist der Drops gelutscht. Kurz zur Erklärung: Ein Drops ist ein alter Begriff für Bonbon. Also das Bonbon ist gelutscht. Es bedeutet, jetzt ist es vorbei. Man kann nichts mehr ändern, es ist nun sowieso zu spät. Beispiel: Du hast eine Prüfung geschrieben und erst danach durch ein Gespräch mit deinen Kollegen und Kolleginnen erfahren, dass es auch noch eine Rückseite beim Test gab. Diese hast du nicht gesehen und somit nicht ausgefüllt. Deine Mitschüler versuchen dich noch zu trösten, aber du sagst: Der Drops ist jetzt eh gelutscht. Ich bin wahrscheinlich durchgefallen, beim nächsten Mal muss ich besser aufpassen. Also, es ist zu spät, der Drops ist gelutscht. Wir machen weiter mit dem nächsten Ausdruck, den du vielleicht kennst. Das ist ätzend.
das ist ätzend. Man verwendet ihn, wenn man genervt ist oder einem etwas unangenehm ist oder einfach, wenn man etwas machen muss, das keinen Spaß macht. Beispiel: Du warst auf dem Amt, um ein Formular abzugeben und musst über eine Stunde warten. Das erzählst du einer Freundin. Also, stell dir vor, ich musste heute über eine Stunde auf dem Amt warten, nur um ein Formular abzugeben. Ihre Antwort: Echt? Oh Mann, das ist ja ätzend. Also, wenn du etwas nicht gut findest, wenn dich etwas sehr stark nervt, kannst du einfach sagen, das ist echt ätzend. Der nächste Alltagsausdruck ist: Krieg dich wieder ein. Krieg dich wieder ein. Was soll das denn bedeuten? Ich erkläre es dir. Es bedeutet einfach: Beruhig dich. Man verwendet es, wenn jemand wütend oder in Rage ist. Zum Beispiel: Du bist sehr aufgeregt oder zu wütend. In dem Fall könnte also jemand zu dir sagen: Hey, krieg dich wieder ein, beruhig dich. Ein anderer, auch sehr häufig verwendeter Ausdruck dafür ist: Komm mal wieder runter. Komm mal wieder runter. Also, krieg dich ein oder komm mal wieder runter. Beispiel: Du schaust Fußball mit einem Freund. Beim Tor der gegnerischen Mannschaft regt sich dein Freund auf, schreit herum, flucht und fuchtelt mit den Armen. Das ist dir ziemlich unangenehm und du sagst: Jetzt krieg dich wieder ein oder komm mal runter, es ist nur ein Spiel. Also, krieg dich wieder ein, komm mal wieder runter. Ein weiterer besonderer Ausdruck, der dir bestimmt neu ist dieser hier. Lass uns das eintüten. Mit einer Tüte hat es nichts zu tun, zumindest nicht direkt. Es bedeutet einfach: Lass uns das jetzt festmachen, lass uns das jetzt abschließen. Meist bei Plänen oder Vereinbarungen. Wenn du also zum Beispiel mit einem Geschäftspartner über einen gemeinsamen Geschäftsplan sprichst und du am Ende alles festmachen möchtest, also einen Handschlag drauf bekommen möchtest, dass ihr eben diesen Plan umsetzt, dann sagst du: Wir haben jetzt alles geklärt, was zu klären ist. Sollen wir es jetzt eintüten? Wichtig, wie gesagt, diese Redensart benutzt man, wenn es um Pläne geht, die man festmachen möchte. Wenn man also etwas festmachen möchte, dann tütet man es ein in der Umgangssprache. Weiter geht es mit hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Oder anders gesagt: Es ist nicht mehr wichtig. Das Thema ist vorbei. Eine Beispielsituation könnte sein, dass du zum Beispiel deinem Partner sagst, dass er den Müll rausbringen soll. Nachdem er das nach 8 Stunden noch immer nicht gemacht hat, machst du das. Er kommt dann später zu dir und sagt: Ich bringe jetzt den Müll raus. Und du antwortest: Hat sich erledigt. Ich habe ihn selbst rausgebracht. Hat sich erledigt. Ein etwas längerer Satz, zu dem wir jetzt kommen, den man aber sehr gerne benutzt, um jemandem Vorwürfe zu machen, ist: Du wirst schon sehen, was du davon hast. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Dieser Ausdruck beschreibt, dass man jemanden davor bewahren möchte, eine schlechte Entscheidung zu treffen, der aber nicht auf einen hören will, und man droht ihm oder ihr quasi, dass das Konsequenzen haben wird. Also, du wirst schon sehen, dass deine Entscheidung schlimme Konsequenzen haben wird. Beispielsituation: Ein Sohn möchte sein Studium abbrechen und Influencer werden. Es gibt Streit mit der Mutter, die das für eine dumme Entscheidung hält. Der Junge hört aber nicht auf sie. Sie sagt dann zu ihm: Mach doch, was du willst, aber du wirst schon sehen, was du davon hast. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Wir kommen zum nächsten Ausdruck. Durch und durch. Durch und durch. Er kommt oft in Kombination mit unterschiedlichen Begriffen und Sätzen, je nach Kontext, und bedeutet komplett, total. Und es kann eine starke Beschreibung von einer Person oder Sache widerspiegeln.
Zum Beispiel möchtest du sagen, dass das Kind deiner Schwester dem Vater extrem ähnelt. Nicht nur im Aussehen, sondern auch vom Charakter her. Du könntest dann sagen, der kleine Tim ist durch und durch der Papa. Oder eine andere Situation. Eine Frau ist bekannt dafür, dass sie sehr erfolgreich ist und viel Geld mit ihrem Unternehmen verdient. Sie macht aus allem ein Geschäft und das erfolgreich. Sie ist durch und durch Geschäftsfrau. Das heißt also, wenn wir durch und durch verwenden, so tun wir das meistens vor Nomen und dieses durch und durch beschreibt, dass jemand in seinem kompletten Wesen etwas ist. Also durch und durch Geschäftsfrau, durch und durch Mutter, durch und durch Lehrer und so weiter und so fort. Wir machen weiter mit dem nächsten Satz. Das war so nicht abgemacht. Das war so nicht abgemacht. Wir benutzen diesen Ausdruck, um zu sagen, dass wir etwas anders vereinbart haben. Wir hatten also Pläne, die wir besprochen haben, aber du hast dich nicht daran gehalten und sie ohne mein Wissen geändert. Das bedeutet kurz, wenn wir beide zum Beispiel einen Plan ausgemacht haben, du aber diesen Plan nicht verfolgst oder ihn nicht einhältst, dann kann ich zu dir sagen, so haben wir das nicht abgemacht, so haben wir das nicht besprochen. Das war nicht unser gemeinsamer Plan. Du hast dich nicht daran gehalten. Zum Beispiel, eine Situation könnte sein, du und dein Kollege haben besprochen, dass er 3 Kundengespräche führt und du 3 Kundengespräche führst. Nach dem ersten Kundengespräch sagt er aber plötzlich, dass er nun andere Aufgaben erledigen will und bittet dich, die anderen 2 Gespräche von ihm auch noch zu machen. Du findest das nicht gut und ärgerst dich, dass er sein Wort oder sein Versprechen nicht hält. Und deshalb sagst du, hey, das war so nicht abgemacht. Wir wollten uns die Arbeit fair aufteilen. Das war so nicht abgemacht. Wir machen weiter. Brauchst du Hilfe? Oder anders gesagt, wärst du so lieb? Wärst du so lieb? Die einfache Bedeutung ist, wie eben gesagt, dass ich höflich fragen möchte, ob du mir helfen kannst. Eine Beispielsituation. Du willst ein Bild aufhängen und fragst deinen Partner oder deine Partnerin, ob er oder sie dir den Hammer aus der Garage holen kann. Dann sagst du, wärst du so lieb und würdest mir den Hammer aus der Garage holen? Oder einfacher, bist du so lieb und holst mir den Hammer aus der Garage? Wenn du den Satz mit wärst, also dem Konjunktiv beginnst, muss auch der Rest des Satzes im Konjunktiv 2 stehen. Wenn du den Satz mit bist startest, also dem Indikativ, dann kannst du den ganz normalen Indikativ Präsens auch im Verlauf des Satzes weiter verwenden. Also wärst du so lieb und würdest du oder bist du so lieb und machst du zum Beispiel. Ja, 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 ja. Anstatt immer nur Ja zu sagen, haben wir natürlich in der deutschen Sprache unterschiedliche Varianten. Wenn du diese verwendest, hört sich dein Deutsch noch viel authentischer an und auch eher wie das eines Muttersprachlers. Anstatt also einfach nur Ja zu sagen, können wir nämlich auch und ob verwenden. Das bedeutet so viel wie auf jeden Fall, ganz sicher. Du bist zum Beispiel mit einem Freund unterwegs und er fragt dich, ob du Lust auf ein Eis hast. Du antwortest ganz enthusiastisch, und ob, aber sicher. Oder und ob ich Lust auf ein Eis habe. Oder auch na und ob. Wir haben natürlich, wie gesagt, noch viele weitere Ausdrücke für Ja. Wenn dich das Thema interessiert, lass mir also gerne einen Kommentar da. Dann mache ich mal ein Short oder auch ein längeres Video zu diesem Thema. Du kannst auch gerne mit und ob kommentieren. Hat dir schon mal jemand eine spannende Geschichte erzählt und du konntest einfach nur mit interessant oder ach so antworten?
dann habe ich hier einen Ausdruck, der deinen Wortschatz in jedem Fall bereichern wird. Nämlich, sag bloß, sag bloß. Anders gesagt, echt, wirklich? Das impliziert, dass man erstaunt oder überrascht ist. Stell dir folgende Situation vor. Wir treffen uns, wir sind Kollegen und ich erzähle dir. Stell dir vor, ich habe unseren Chef im Urlaub getroffen. Du sagst, sag bloß, das ist ja ein Zufall. Du siehst also anhand meiner Mimik und der Art und Weise, wie ich den Satz sage, dass es Überraschung ausdrückt. Man möchte sagen, wow, das ist aber interessant oder wirklich krass. Also, sag bloß. Wir machen weiter mit Obacht. Obacht. Zugegeben, es ist ein etwas veralteter, aber dennoch häufig genutzter Begriff, den viele Muttersprachler, vor allem auch wenn sie ein wenig ironisch sein sollen, verwenden. Denn Obacht bedeutet einfach nur Pass auf oder Achtung. Eine Beispielsituation könnte sein: Du bist auf einer Firmenfeier und schenkst dir ein wenig Wein ins Glas ein. Dann kommt dein Chef vorbei und schaut dein Glas an und sagt: Obacht, Obacht, mit einem Augenzwinkern. Du siehst also, hier geht es nicht unbedingt darum, dass du aufpassen sollst im Sinne davon, dass eine Gefahr droht, sondern es ist eher scherzhaft gemeint. Und man kann dieses Wort eher mit einem Augenzwinkern verwenden. Also, Obacht. Wenn tatsächliche Gefahr droht übrigens, dann sagen wir natürlich Achtung oder aufpassen. Kennst du Leute, die sehr viel reden, aber nie das, was wirklich wichtig und relevant ist, aussprechen? Dann sag einfach, lass uns Klartext reden. Lass uns Klartext reden. Die Definition von diesem Satz ist im Prinzip: Lass uns ehrlich und direkt sprechen, ohne Ausreden. Komm auf den Punkt. Eine Beispielsituation könnte sein: Du und dein Freund geht öfter auswärts essen oder trinken. Du hast das Gefühl, er ist anders zu dir und sprichst ihn darauf an und willst wissen, was das Problem ist. Er will aber nicht direkt sagen, was ihn bedrückt. Aber es kommt durch in dem Gespräch, dass er das Gefühl hat, mehr zu bezahlen als du. Du antwortest: Lass uns bitte Klartext reden. Du denkst also, dass du mich öfter einlädst als ich dich. Habe ich das richtig verstanden? Schwieriges Thema. Also, lass uns Klartext reden. Wir machen weiter mit dem nächsten Satz. Hätte ich mir ja denken können. Hätte ich mir ja denken können. Dieser Satz beschreibt, dass einem etwas schon vorher klar war. Also, dass man es eigentlich schon vorher gewusst hat und einen etwas nicht mehr überrascht. Beispiel: Deine beste Freundin hat einen Mann kennengelernt. Sie schwärmt seit Wochen von ihm. Als ihr euch erneut trefft, erzählt sie dir, dass er verheiratet ist und dass sie enttäuscht ist, aber dass sie eh schon skeptisch war, weil er zu gut, um wahr zu sein schien. Dann sagt sie: Das hätte ich mir ja denken können, dass ein Mann wie er verheiratet ist. Das hätte ich mir ja denken können. Den nächsten Ausdruck kennst du sicherlich, aber viele Deutschlerner verwechseln ihn mit einem anderen Satz. Und zwar: Ich mache Spaß und ich habe Spaß. Diese zwei Sätze sehen ähnlich aus, klingen ähnlich, haben aber ganz unterschiedliche Bedeutungen. Der Satz, um den es hier geht, ist: Ich mache nur Spaß. Und dieser bedeutet: Ich meine es nicht ernst, ich mache Witze. Also nicht ich habe Spaß. Ich habe Spaß auf einer Party oder im Freizeitpark. Das heißt, ich bin glücklich an einem Ort. Während ich mache Spaß bedeutet, dass ich einen Witz mache, dass ich mich zum Beispiel auch über jemanden lustig mache. Ein Beispiel könnte sein: Du beobachtest deine Freundin, wie sie sich schick macht und schaust auf die Uhr. Du möchtest sie ein bisschen ärgern und sagst: Du bist langsam wie eine Schnecke. Sie antwortet:
hey. Du sagst, ach, ich mach doch nur Spaß. Kein Problem, lass dir Zeit. Ich mach nur Spaß. Stell dir folgende Situation vor. Du möchtest einen Freund oder eine Freundin trösten, weil er oder sie traurig ist. In dem Fall kannst du einfach sagen, anstatt sei nicht traurig, lass den Kopf nicht hängen. Lass den Kopf nicht hängen. Bedeutet also, sei nicht traurig, gib nicht auf, es kommen bessere Zeiten. Beispiel, dein Freund oder deine Freundin hat den Deutschtest nicht bestanden. Du tröstest ihn oder sie und sagst, ach komm, lass den Kopf nicht hängen, beim nächsten Mal schaffst du es. Ich helfe dir. Wir machen weiter. Jemand erzählt dir eine absolut verrückte Neuigkeit, die dich sehr überrascht. Benutze dann diesen Ausdruck. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Es bedeutet, dass die Neuigkeit, die du gehört hast, so verrückt ist, dass du niemals daran gedacht hättest, dass das passiert. Oder jemand hat eine sehr clevere und kreative Art, ein Problem zu lösen, gefunden und du lobst sie oder ihn, indem du sagst, dass du eben im Leben nicht darauf gekommen wärst. Wow, du hast das Problem so einfach gelöst, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Oder du willst mir sagen, dass du dich ausgesperrt hast und anstatt den Schlüsseldienst zu rufen, hast du deine Katze gerufen, um die Tür von innen zu öffnen? Da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. So, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos. Danke, dass du so fleißig bis zum Ende zugeschaut hast. Ich hoffe sehr, dass dieses Video dir beim Aufbauen deines Wortschatzes und deiner Ausdrucksweise geholfen hat. Wenn ja, dann like es doch bitte, abonniere meinen Kanal, teile dieses Video auch gerne mit anderen Deutschlernern und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.